Thank you very much, everybody. Thank you very much, Mr. Dr. Schneider, for inviting me. It is an honor for me to be here. Vielen Dank an Herrn Schneider. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein. As the title reads, I'm going to speak to you about metal recycling, which is a bit of a side topic with regards to energy, but it is very important. Ich werde über das Recycling, Wiederverwertung von Metallen reden. Das ist ein bisschen abseits der anderen Themen, aber ich werde zeigen, dass es äußerst wichtig ist, auch im Energiebereich. So I will touch some of the fields of expertise of my direct business, my company of metal recycling, but I will also add you some more at the end from my own experience. Ich werde ein bisschen über die Erfahrung und die Arbeit unserer Firma und auch über meine persönlichen Erfahrungen und Tätigkeiten berichten. So, first of all, I'll try to drive your attention to the concept of information and democracy. Als erstes möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Idee oder die Begriffe Information und Demokratie richten. Most information that we get today is about energy, for example, is either deliberately wrong or wrong because of ignorance. Die meisten Informationen, die wir heute über Energie kriegen, sind entweder an sich falsch oder falsch aufgrund von Ignoranz. So we know that oil cannot be replaced, renewable energies are not reliable, expensive and so on. Wir wissen, dass Öl sich nicht ersetzen lässt, dass erneuerbare Energien nicht verlässlich sind und so weiter und so fort. I'm sure you've all heard that, right? Ich bin ganz sicher, dass Sie das alle schon so gehört haben. Who has not heard about it? Wer hat es noch nicht so gehört? Keine Looks like einzige everyone Meldung. knows it. Also alle wissen es. So it must be true, right? Also muss es doch stimmen. No. But we know it's not true. Wir wissen natürlich, es ist aber nicht wahr. So we are taught that because some people have an interest to teach that. Wir wurden so unterrichtet, weil einige Leute das Interesse haben, dass wir so unterrichtet werden. And so this brings us to the concept of information. Information comes from Latin, from the Latin word informatio. Das bringt uns zu dem Begriff Information, der auf das lateinische Wort informatio zurückgeht. Which really meant education, upbringing, cultivation of one person. Und das bedeutet eigentlich die Bildung, die Kultivierung des Wissens einer Person. So to give shape to something. Sorry? To shape something. Ja, um etwas zu beschreiben, um etwas einzugrenzen oder genauer zu spezifizieren. Formen. Shape, Wunderbar. formen. To form it. Yep. Yes. Only in the late Middle Ages it got the meaning that we give it today, so to provide news. Und erst im Mittelalter, also jetzt hier so 1300 nach Christus, wurde dieser Begriff verstanden als das Überbringen oder Vermitteln von Nachrichten. Then the word democracy comes from Greek demos and kratos, that means people and power, and indicates really a form of government based on participation of citizens through elected representatives. We all know that. Der Begriff Demokratie, und ich bin sicher, dass das alle wissen, kommt aus dem Griechischen, besteht aus den zwei Elementen Demos für Menschen, Leute, und Kratos für Power, Kraft, Energie, und indiziert im Grunde eine Form der Regierung, die darauf basiert, dass die Bürger partizipieren über freie Wahlen oder frei gewählte Repräsentanten oder Vertreter. But the question is, how can people use properly democracy if they don't get the right information? Und daraus ergibt sich die Frage, wie können Leute die Demokratie nutzen, wenn sie aber
falsche oder weitestgehend falsche Informationen als Grundlage haben. So what we are really thought, since we are kids, especially with today's society, is to not think we should be compulsive consumers, just servants of the status quo of the system. Letztendlich sollen wir den Status quo des Systems erhalten. Das ist die Idee dahinter. Think, for example, of the situation in the Middle East, where you come from, or in North Korea. The truth is very, very different from what the main media tell us. Nehmen Sie ein Beispiel, die Situation im Nahen Osten, und er verwies auf mich, da ich daherkomme, oder Nordkorea. Die Wahrheit unterscheidet sich sehr stark von dem, was in den Medien vermittelt wird.